Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma NonFF. Heute steht mal jemand bei mir, das ist der... Ich bin der Tjelle, hallo. Tjelle ist nämlich neu bei uns, der ist seit Ende letzten Jahres bist du bei uns, ne? Ja, 1.9. glaube ich, war das ja. Seitdem ist der nette Herr bei mir, hier im Motorenbau und baut mit mir hier die Motoren. Tjelle hat nämlich aktuell hier die Aufgabe, die ganzen Mezger-Motoren zu bauen. Ja, also jetzt meine Aufgabe aktuell ist ja hauptsächlich darin, eigentlich seriennahe Motoren, vielleicht maximal Verdichtungsreduzierung oder vielleicht härtere Pleuel bis 800.000 PS, was schaffen wir so? Ja, 800 bis 900 PS. Ja, 800 bis 900 PS aufzubauen. Da fahren wir mit ziemlich viel Serienteilen noch und fahren ja auch noch mit Serienkolben, also... Glücklicherweise. ja, geht dann halt darum, viele Teile sauber zu machen, ne? Dass der Motor dann am Ende auch wieder chico aussieht. Ja. Was ein ganz wichtiges Thema ist Ordnung und Sauberkeit, weil das Ding ist halt einfach, es muss immer alles picobello sauber sein. Es reicht nur ein bisschen Dreck irgendwo dazwischen und der ganze Neuaufbau ist im Prinzip für Nüsse. Ich sage jetzt einfach mal, man hat was gesandstrahlt, hat er sich vernünftig gewaschen, baut das einfach alles wieder so zusammen, hat er sich vernünftig kontrolliert und dementsprechend holt man sich dann schnell einen Kolbenfresser, Lagerschaden, was auch immer ans Haus. Also da gehört schon ein bisschen Ordnung mit dazu, man braucht dieses Feingefühl, was meistens die Jungs in der Halle nicht haben. Was es nicht schlecht ist, ne? Das sind auch meistens Jungs, die auch in den Autos arbeiten, sind ein bisschen gröber, ist auch gar nicht verkehrt, ist gut, dass wir die haben, aber es ist halt auch wichtig, jemanden zu haben wie dich und wie mich, der halt so ein bisschen sehr pingelig ist. Ne? Ja. Das Problem ist dabei, jemanden einzustellen, der sowas vorher gelernt hat. Die wollen sich meistens nicht unbedingt fügen. Das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber die meisten, die machen seit 100 Jahren geradlinig immer das Gleiche. Ne? Die sind gewohnt, ihre eigenen Arbeitsschritte zu gehen. Und wenn ich dann sage, ich finde das jetzt aber so und so doof, wir machen das schon immer so und so oder probier doch mal so und so, die meisten wollen nicht gerade unbedingt dazulernen. Die sind meistens sehr verfahren in ihrem Thema und deswegen ist es da meistens ein bisschen schwieriger. Wir fangen mal an. Wir haben hier einen zerlegten 996 Turbomotor, den du gerade zerlegt hast. Wir haben ein paar neue, ein paar alte Teile dabei und eigentlich wollten wir nur mal zeigen, was machen wir überhaupt. Es gibt nämlich verschiedene Revisionspakete. Wie man hier sehen kann, Stufe 1, 2, 3, das sind Revisionspakete, da steht drauf halt, was wir alles ungefähr tauschen. Dann gibt es hier auch noch Zusatzarbeiten, das sind halt Stufen, für welche, wo was kaputt gegangen ist. Ne? Also wir haben hier Listen für Aufbauten, die je nachdem Leistung und Revision, also wie viel ist ein Motor gelaufen, dementsprechend werden dann die Sachen nach der Liste abgearbeitet. Kriegt der Kunde eigentlich auch so ziemlich immer, damit er auch weiß ungefähr, worauf er sich einstellen kann. Weil es natürlich klar, wenn jetzt ein Motor jetzt 250.000 gelaufen hat, ist natürlich nicht die gleiche Revision wie ein Motor, der nur 50 gelaufen hat. Das hier ist eine Kurbelwelle von einem 996 Turbo. Das Auto kennt man sogar, und zwar aus vorherigen Videos. Da haben wir damals eine... nee, das war nicht der mit der Kaufberatung. Nee, ich glaube, das war Japan-Import. Japan-Import, richtig, genau. Das Auto hier kam aus Japan. Zum Glück sehr gut, weil die Autos aus Japan sind in der Regel sehr, sehr gut gepflegt. Also wir haben uns gestern ja den Zustand des Fahrzeugs ja mal genauer angeguckt und unter anderem natürlich dann halt auch den Unterboden und solche Sachen. Muss man auch sagen, man sieht auch, dass das Auto aus Japan kam. Naja, also 3,6 Liter Kurbelwelle, ist die gleiche wie im 996, 997 Turbo, ist komplett identisch, tut sie nicht viel. Wenn sowas ausgebaut wird natürlich alles gewaschen, gereinigt, wie du schon gesagt hast. Danach vermessen wir normalerweise einmal die Lagerstellen, um zu gucken, ob Untermaß ist, wie doll sich das schon alles abgearbeitet hat. Wie man sehen kann, diese Pleulager sind natürlich verschlissen oder verschlissener als diese hier. Das sind natürlich neue, die eingebaut werden. Ne? Man sieht natürlich erstmal die Farbe. Das ist halt Öl, was sich von Zeit zu Zeit halt einfach einbrennt in die Beschichtung und natürlich die Beschichtung, die sich natürlich auch abnutzt. Deswegen sieht man hier natürlich auch diese Auswaschung da drin. Ne? Das ist Verschleiß, der einfach über die Zeit passiert. Lässt sich nicht vermeiden. Das größte Problem ist meistens eigentlich, dass die Motoren zu lange mit zu dünnem Öl gefahren sind und deswegen verschleißen die relativ doll. Wenn man dann natürlich auch noch ein Tuning hat mit einer Drehmomenterhöhung, werden diese Lager natürlich deutlich mehr belastet, weil in dem Fall, ne, das Pleuel sitzt normalerweise da so dran. Ne? Hier oben ist der Kolben, Drehmoment kommt von oben, also das Pleulager wird dementsprechend doll belastet. Das hier wird wahrscheinlich oben gewesen sein, das ist nämlich deutlich abgenutzter als das untere. Also solche Sachen werden natürlich vorab gemessen, weil man möchte natürlich kein Mist zusammenbauen, sondern das soll natürlich lange gut funktionieren und der Kunde soll da viel Spaß dran haben. So, dann habe ich hier nämlich etwas liegen, und zwar neu verpackte Hauptlager. Man sagt natürlich normalerweise immer, wenn man Lager macht, macht man immer alle Lager. Also Hauptlager wechseln wir nur, wenn der Kunde das will oder sie wirklich verschlissen sind. Aus dem einfachen Grunde, die Porsche Hauptlager sind so gut von dem Material, dass wir zum Teil Kundenfahrzeuge haben, die ich mit 300.000 Kilometern revidiert habe, wo die Abnutzung im Prinzip gegen Null geht. Abgesehen davon kostet der als Hauptlager bei Porsche über 1.000 € netto. Ist natürlich unglaublich viel Geld, deswegen sind die meisten nicht bereit, das auszugeben. Kommt natürlich auch drauf an. Wenn du jetzt sagst, mein Motor hat sowieso nur 50 gelaufen, dann kaufe ich natürlich keine neuen Hauptlager, wenn die gut sind. Das wäre natürlich rausgeschmissenes Geld. Meine Meinung.
Ne? Soll jeder machen, wie er mag. Dementsprechend die Liste kann sich jeder aussuchen und sagt, guck mal hier, ich will hier doch noch neue Hauptlager, machst du ein Kreuz, kriegst du sie, kein Problem. Ja, das zu dem Thema. Dann bei der Leistungssteigerung, dieser Motor wird jetzt umgebaut von der Serienleistung 420 PS auf 850 PS. Um dementsprechend höheres Drehmoment auszuhalten, verbauen wir natürlich H-Schaft-Pleuel. Man kann es natürlich auch I-Schaft oder X-Schaft-Pleuel oder was weiß ich einbauen, ist meistens aber deutlich teurer als das hier. Und wenn man jetzt natürlich auf alles, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ausrastet, kommt halt so ein Preis, anstatt wie wir es sonst anbieten, für 850, wenn man jetzt einen Titanpleuel nimmt und einen Upgrade-Kolben und so weiter. Funktioniert auch alles. Kostet dann aber am Ende des Tages 15.000 € mehr. Und man muss ja auch ein bisschen kundenorientiert handeln. Wenn das natürlich zusammen funktioniert für 850 PS, ne, dann brauche ich jetzt ja nicht ein Pleuel einbauen, was dreimal so viel kostet und einen Kolben einbauen, der dreimal so viel kostet, der eigentlich für 1200 PS ausgelegt ist. Ne? Ich denke, das kann jeder verstehen, weil man möchte natürlich den Kostenfaktor immer gering halten, ne, um möglichst viel Spaß daraus zu holen. Weil Geld tut nämlich immer weh. Ja, was machen wir sonst? Also, hier ist die Ölpumpe von dem Auto. Die hat Thiel netterweise schon zerlegt und einmal alles gewaschen und vorbereitet. Wenn man hier sehen kann, wir gucken einfach immer in die Pumpen rein, weil es kann natürlich immer sein, dass über die Zeit einfach mal Fremdpartikel in den Motor reingekommen sind, beim Öl einfüllen, Dreck reingefallen oder wie auch immer. Und dementsprechend wird das meistens von der Pumpe natürlich angesaugt, wenn der Filter voll ist, und wird dann natürlich einmal schön durch den ganzen Kreislauf gedrückt. Dementsprechend gibt es dann halt meistens ein bisschen Abnutzung. Ja, wenn man das jetzt hört hier, das ist nicht glatt. Und das ist nicht so schön. Also der Verschleiß ist nicht groß in dem Bauteil. Es ist auch nicht besonders wichtig, dass jetzt hier die Passung 1:1 ist. Da kann ruhig ein bisschen Spiel drin sein, weil der Öldruck entsteht zwischen den Flügelrädern, ne, da wo es dann am Schluss verdrängt wird. Ja, also diese Kanten werden einmal gebrochen, das wird einmal wieder glatt gemacht und dann kann man diese Pumpe wieder benutzen. Es gibt natürlich Pumpen, die haben dollere Riefen, die sind dann natürlich im Arsch. In dem Fall kann man die Pumpe ohne Probleme nochmal benutzen. Leicht schleifen, nicht zu viel Material abtragen, so dass immer noch alles weiterhin gut funktioniert. Ja, sonst nächstes Thema, Wasserkästen. Wie man hier sehen kann, hier sind Zylinder, das sind nämlich Nassbuchsen. Normalerweise, ja, hier sind sie eingebaut, da sind sie ausgebaut. Normalerweise ist das immer ein Teil vom Block. So, ein Teil vom Block ist natürlich doof, wenn du Buchse tauschen willst, musst natürlich rausfräsen, musst die neue Buchse später einsetzen, ist sehr schwierig. Macht man zum Beispiel bei den DFI-Motoren oder bei den Carrera-Motoren 996, 997 oder Cayman, Boxster und so weiter. Das ist aber zum Glück Metzger. Metzger hat Nassbuchsen, die kann man einfach rein und rausnehmen. Buchsen müssen wir natürlich immer rausnehmen. Zum einen wollen wir natürlich den Wasserkasten komplett strahlen. Sieht chico aus, ne? Und ist natürlich sonst auch schwierig. Genau, und ist sonst natürlich halt auch schwierig mit Plan. Ne? Wie willst du jetzt die Unterseite planen, die meist korrodiert ist? Jetzt dem Beispiel Wasserkasten, den wir haben, ist leider ein bisschen doof, weil der ist eigentlich zu gut. Der kommt nämlich aus dem Cup-Auto, deswegen ist er auch in einem sehr guten Zustand. Normalerweise sind die hier doll korrodiert. Du kannst natürlich nicht planen, wenn die Buchsen drin sind. Ja gut, also man sieht natürlich auch hier haben wir die alten Ohrringe, die halt hier drin sitzen, die natürlich hier vom Kühlwasser in den Brennraum abdichten sollen. Also nicht in den Brennraum abdichten sollen, das ist Quatsch, sondern nach unten oder nach oben raus abdichten sollen. Und man sieht halt auch einfach hier, wenn wir einfach nur versuchen, die rauszunehmen, das sind schon komplett viereckige, harte Dinger, die sofort porös und wegbröseln. Und also da braucht man nicht mal versuchen, die Dinger herauszukriegen. Kriegt man sowieso nicht hin. Fühlt sich an wie alte Lakritze. Ja, fühlt sich an wie alte Lakritze, schmeckt wahrscheinlich auch so, aber nee. Also den müssen wir auf jeden Fall neu machen, ist klar. Ja, und dann haben wir halt hier einen schön geschraubten Wasserkasten. Ja, so, jetzt können wir noch mal in die andere Richtung drehen. Was auch noch wichtig ist bei der ganzen Sache, warum wir die Buchsen auch rausnehmen. Die Kopfdichtung sitzt ja später in diesem Bereich. So, die Kopfdichtung dichtet später ab auf der Fläche, die Wasserkanäle und hier ringsrum an der Buchse, um Brennraum, also dass es verhindert, dass Abgas aus dem Brennraum ins Wasser kommt. So, man möchte möglichst viel Vorspannung auf diesem Bereich hier haben, weil ist natürlich klar, wenn Ladedruck von oben kommt und alles senkt sich nach unten ein bisschen ab, würdest du sonst die Vorspannung verlieren und dementsprechend wäre die Kopfdichtung dann lose und Abgas würde ins Wasser reinkommen. Das wäre natürlich doof. Deswegen planen wir einmal die Wasserkästen zusammen mit den Buchsen drüber, ne, wie man hier sehen kann. Nehmen dann die Buchsen alle wieder raus und planen den Wasserkasten nochmal, damit die Buchsen immer einen geringen Überstand haben, damit immer möglichst viel Vorspannung auf der Kopfdichtung ist. Dann braucht man jetzt keine High-End-Lösung, wie wir es sonst machen mit den Firing Head Gaskets, was deutlich aufwendiger ist, reicht bis um die 2 Bar Ladedruck. Also für die Leistung mehr als genug. So, und dazu kommt natürlich, ne, man kann sie dann besser holen. Ne, das hier ist vorm Hohn, das ist nach dem Hohn, neuer Kreuzschliff drin, damit die Ölabstreifringe das Öl wieder permanent gut abtragen können. Und der Kreuzschliff ist dafür da, dass das Öl sich in die Rillen ablagern kann und der Kolben da durchfährt, ohne jemals einen Schmierungsmangel zu haben. Weil wenn das irgendwann ganz glatt ist, kann das Öl nicht mehr darauf haften, der Kolben fährt drüber und dann läuft der irgendwann trocken. Nicht so cool. So, das zu dem Thema Wasserkästen.
Ja, als nächstes sind dann bei uns eigentlich immer dran, egal in welcher Revisionsstufe, Köpfe. Aber da kann der nette Herr ein bisschen mehr zu erzählen, weil der erzähle ich die nämlich meistens. Ja, bei den Köpfen, was mache ich da? Und zwar erstmal, klar, nehmen wir die Ventile raus, sieht man ja auch hier, die Köpfe ohne die Ventile. Als erstes machen wir dann natürlich die Köpfe, strahlen wir dann auch natürlich komplett. Wichtig ist natürlich auch, was wir jetzt auch bei dem Motor hatten, das erkennt man glaube ich aber jetzt nicht mehr. Ne, das war auch ein anderer Kopf. Aber dass wir dann halt hier, da wo die Ventile drin sitzen, dass wir da gerne mal Verkorkung haben und das ist natürlich dann nicht so gut. Verdichtung geht verloren. Der Kolben geht nach oben, komprimiert das Gas und es geht natürlich auch ein bisschen was durch den Einlass raus. Das hatten wir jetzt bei dem Motor beispielsweise. Außerdem geht es natürlich auch noch darum, dass wir hier schön die Einlass- und Auslasskanäle, das sind jetzt natürlich hier die Auslasskanäle. So sieht das vorher aus, sieht man, komplett zugerußt. Hat natürlich theoretisch nochmal einen etwas kleineren Durchmesser, das ist jetzt aber wahrscheinlich nicht so wichtig. Wir wollen natürlich auch eine einigermaßen gleichmäßige und glatte Oberfläche haben, damit die Gase natürlich schön raushuschen und nicht irgendwie da noch Ablagerungen oder so wir dann im Abgas haben. Und dass es auch vor allem wieder bei jedem Zylinder halt gleich ist, ne? Weil wenn natürlich jetzt unterschiedlich, sage ich jetzt mal, der hat unterschiedlich Verbrennung gehabt, das ganz lange mal eine schlechte Kerze auf irgendeinem Zylinder gefahren und du hast viel mehr Ablagerungen, hast du halt dementsprechend weniger Durchsatz, ne? Und ja, das soll natürlich einmal alles sein wieder wie neu, möglichst im Factory-Zustand, dementsprechend werden wir das dann strahlen. Ja, so, genau. Ich hol mal eben gefrästen Kopf, erzähl mal ruhig weiter. Ja, natürlich als nächstes, klar, geht es auch einfach nur um die Dichtheit. Wenn man hier sieht, hier haben wir den alten Kopf, da haben wir noch Rückstände von der alten Dichtung. Haben wir dann natürlich, wenn wir da jetzt einfach nur die neue Dichtung wieder drauf machen würden, würde es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt dicht sein. Strahlen wir einmal über, dann sieht das natürlich fast schon aus wie ein Neuteil. Also ich meine, wenn man sich den Kopf anguckt, ist es ja praktisch wie als würde ich mir ein Neuteil kaufen. Und dann habe ich einfach nur ein paar Stunden Arbeit investiert, strahle das Ding einmal komplett und dann haben wir hier halt ein theoretisch neuwertiges Teil. Wie lange brauchst du ungefähr, um so einen ganzen Motor zu strahlen? Boah, ganzen Motor zu strahlen? Ja, ist aber so, die normalen Bauteile, bist du schon einen ganzen guten Tag mit damit beschäftigt, ne? Damit zerlegen, vorbereiten, also ich würde sagen 1 bis 1,5 Tage nur Strahlarbeit und zerlegen. Ja, also ich bin ja jetzt hier, ich glaube den 4. Monat oder so und ich brauche bestimmt 1,5 Tage, teilweise sogar 2 Tage, um wirklich alle Teile vom Motor, die wir jetzt strahlen, einmal komplett frisch zu machen. Also das dauert auch schon echt seine Zeit, aber das ist eben auch das, was du meintest. Da kann, oder was heißt da kann, aber viele Leute, die dann halt irgendwie mal rüberstrahlen, sagen, jo, ist fertig und dann hat man halt irgendwie, weiß ich nicht, keine saubere, schöne Oberfläche oder ja, im Nachhinein, wenn man den ganzen Sand abstrahlen muss, dann bleibt halt nochmal irgendwie irgendwo was über. Man muss halt wirklich sehr, sehr genau, sehr penibel sein. Und sehr pingelig, weil einmal Sand irgendwo in irgendeine Gewinde drin gelassen, schraubst du Schraube rein, ist Öl drin, sofort festgefressen, Schrott. Wenn du Pech hast, reißt die Schraube ab, kannst du ausbohren, Gewinde neu schneiden, Katastrophe. Ja. Dementsprechend ist wichtig, dass man pingelig ist. Ja, und wenn wir halt auch, oder auch wenn ich jetzt schon gemerkt habe, teilweise, wenn wir da Praktikanten oder Azubis, na Azubis nicht unbedingt, aber wenn wir da Praktikanten haben und man sagt das, man versucht denen das auch zu erklären, weiß ich nicht. Also man kann versuchen, das zu erklären, aber häufig muss man halt schon so diesen Knacks haben und auch so sehen, okay, das Teil ist jetzt für mich wirklich perfekt, entspricht wirklich dem perfekten Zustand. Der ist nicht 100%, der ist nur 98%. So, und das verstehen die nicht. Für die ist das gestrahlt, der ist so ein bisschen dreckig, aber ist ja gestrahlt. Nee, das ist bei uns schon wichtig, wenn wir was machen, dann machen wir 100%. Ja. So, um das Thema nochmal abzuschließen, oder was heißt abzuschließen, nochmal um auf die Kanalsachen zurückzukommen. Wir haben natürlich auch CNC-Programme für die Köpfe. 996, 997 sind zum Glück identisch. Das Einzige, was die Köpfe unterscheidet, wenn man hier mal guckt, so, wie man sieht, da ist noch so eine extra Bohrung, hat der hier nicht. Genau, der 996-Kopf hat nämlich keine Ventilsitzkühlung. Hier wird Wasser durch diesen Kanal geleitet, um die Auslassventilsitzringe, um die dementsprechend nochmal zu kühlen. Das ist eigentlich der größte Unterschied zwischen 996 und 997 Köpfen. Also das sind 997, 996. Ne? Ja, wie man sehen kann, die Kanalbearbeitung, ne, da ist schon ein großer Unterschied. Da ist deutlich mehr Durchsatz, weil du möchtest natürlich möglichst viel Frischluft im Brennraum haben und möglichst viel Kraftstoff, um möglichst viel Leistung zu regenerieren. Ja, aber das Gleiche muss natürlich auch wieder raus. Ne? Deswegen Abgasseite ist auch groß, weil du möchtest natürlich möglichst in jeder Verbrennung, sobald sich die Auslassventile öffnen, dass auch wirklich alles an Abgas rauskommt. Weil wenn Restabgas im Brennraum bleibt, wird die nächste Verbrennung unsauber und man hat nicht volle Leistung. Und da wir mal volle Leistung möchten, sind große Kanäle toll. Viel ist immer besser. Viel ist immer besser. Ja, sonst Köpfe. Mittlerweile verschleißen die Ventilschaftführungen relativ doll. Das heißt, nachdem wir alles gestrahlt haben und wir mit allem durch sind, ne, genauso wie hier mit Ventilen. Ventile werden natürlich auch alle gestrahlt. So, Mensch, hier steht schon ein bisschen viel rum. So.
Ventile hier werden auch gestrahlt, die werden auch poliert, werden danach neu geschliffen. Wie man sehen kann, die haben einen neuen Schliff drauf. Die arbeiten sich nämlich am meisten ab durch die hohe Temperatur, die dran vorbeigeht und den gepanzerten Ring. Ne? Es geht natürlich oft auf und zu, haut auf den Ring drauf und dementsprechend vermackt das dann. Dichtet da nicht mehr ab. Wollen wir nicht, wir wollen, dass alles ist wie neu. Dementsprechend werden die Ventile dann geschliffen. Das wird dann auch genauso oben einmal gekürzt, weil jeder kann sich vorstellen, wenn ich hier 1 mm abtrage, wird das Ventil 1 mm weiter nach oben. 1 mm weiter nach oben heißt, Hydrostöße sitzt 1 mm weiter oben. Geht nicht. Also Ventil muss auch geschliffen werden. Damit wäre dann im Prinzip die Überholung von dem Kopf durch. Klar, da gehört noch neue Ventilschaftführung dazu und so weiter, aber das Kleinscheiß gehört immer mit dazu. Ja, da haben wir den Block von dem Auto. 996 Turbo, sieht meistens noch aus wie 964, hat auch noch die 964 Nummer. Erst die allerletzten Modelle haben den 996 Block. Die sind auch aus anderen Materialien. Also man kann jetzt aus so einem Block keinen 1500 PS Motor bauen. Das funktioniert nicht, weil das Guss ein bisschen anders ist. Und wenn ich jetzt so einen anziehen wollen würde, ich sage jetzt mal, ich bohre den auf M12, mache unsere M12-Bolzen rein, wie für 1800 PS oder wie auch immer, knall das Ding richtig an mit 100 Newtonmeter oder mehr, dann reißt das da raus. Ist natürlich doof, wollen wir nicht, weil ist der Block kaputt. Block kaputt, findet Kunde doof, weil ist teuer. So, also funktioniert nicht für über 1200 PS bis 1000, maximal 1200, aber auch mit ein bisschen Bauchschmerzen kann man diesen Block benutzen. Ne? Wie man hier sehen kann, hier ist auch so ein bisschen Wachs drauf und ein bisschen Korrosion. Der kommt bisher nur aus der Waschmaschine. Der wird noch einmal später in unser Mewa-Becken geschmissen. Ist so ein grünes Becken, wir nennen das alle Kotzebecken, weil das stinkt nämlich richtig eklig. Aber das macht super sauber, das Zeug. Also das wird später noch einmal alles ein bisschen schön sauber gepinselt, dass wir halt möglichst viel Substanz da wieder rausholen können. Dass es halt nicht all aussieht, sondern später schön. So, das zu dem Thema. Ja, dann haben wir hier nochmal das Verkleben der ganzen Wasserbauteile. Wir haben uns jetzt hier mal ein bisschen aufgebaut. Der ist jetzt von einem 997 GT3 und der ist jetzt von einem 996, weil ich hatte jetzt leider gerade keinen passenden hier. Wollten das natürlich nur einmal veranschaulichen. Wasserthema gibt es natürlich auch andere Videos zu, haben wir schon ein paar Mal gemacht, wird aber auch immer mehr und mehr ein Thema beim 996. Also, wir nehmen uns hier diese Wasserstutzen. Wie man sehen kann, hier außen, das braune, graue, wie auch immer, ist Kleber. So, dieser Kleber sollte eigentlich nicht diese Farbe haben. Dieser Kleber ist zu oft warm geworden, dann wird der irgendwann weich und bröselig, verändert seine Farbe und daraufhin werden diese Stutzen hier drin irgendwann lose und dann fallen die einfach von alleine raus. Ja, wenn die natürlich rausfallen, kann man sich vorstellen, läuft jetzt wie das ganze Wasser überall über den Motor drüber, alles ist undicht, von jetzt auf gleich kann das einen wirtschaftlichen Motorschaden bedeuten, weil ist klar, man fährt lange ohne Wasser, es wird alles zu heiß, solche Dichtungen, wie wir gerade gezeigt haben, die werden kochend heiß, werden bröselig und dann läuft das Wasser überall rein in den Motor oder aus dem Motor raus. Auch scheiße. Also, die ziehen wir hier alle raus. Die werden dann alle wird da einmal alles komplett gesandstrahlt. Das wird von innen einmal extra wieder neu angeraut. Die werden einmal poliert und dann neu verklebt. Und dann hat man hier auch etwas, was ist wie neu, sogar besser als neu. Weil wenn man bei Porsche so ein Teil neu bestellt, ist das halt nicht neu im Sinne von, das ist letztes Jahr gemacht worden, sondern damals, als die 996 Teile gemacht worden sind. Das heißt, wenn du das hier neu kaufst, ist der Kleber genauso alt wie bei diesem Bauteil. Das heißt, wenn du Pech hast, kaufst es neu bei Porsche, fährst damit ein Jahr, dir läuft trotzdem über das Wasser raus. Deswegen arbeiten wir das lieber auf, verkleben das mit neuem Kleber und dann haben wir dann nämlich auch kein Theater mit. Davon gibt es natürlich aber halt noch ein paar mehr Bauteile. Zum Beispiel jetzt hier, das ist die Wasser-Ölfilterkonsole. Hier sitzt sonst der Ölfilter, also dieser Schnorchel noch oben mit drauf. Hier sitzt der Wasser-Wärmetauscher mit drauf und hier geht noch was für Öldruck hoch. So eine Leitung hier oben mit dem Öldrucksensor. So, hier ist das gleiche Thema. Ne? Die Anschlüsse sind original bei Porsche verklebt, die fallen sonst gerne raus. Deswegen polieren, neu verkleben. Das alte Teil, ne? Wenn man sich das jetzt mal anguckt, den Vorher-Nachher-Unterschied ist natürlich schon sehr cool. Ja. Dann haben wir hier noch als letztes die Wasserpumpenkonsolen, so nennen wir die, weil markantes Merkmal, ganz klar, hier vorne sitzt die Wasserpumpe drin. Die Dinger werden auch komplett zerlegt, weil hier sind natürlich auch diese Anschlüsse drin, die gerne rausfallen. Gleiches Thema, müssen neu verklebt werden. In dem Fall, wir zerlegen die einmal komplett, ne? Die wird dann einmal gewaschen, gereinigt. Wenn die Pumpe kaputt ist oder der Kunde kreuzt das an auf seiner Revisionsliste, bekommt er immer eine neue Pumpe. So. Wenn man sich jetzt mal natürlich diese Konsole hier anguckt, im Gegensatz zu der, ja, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen, oder? Also ich hätte schon lieber das Bauteil in meinem Auto als das Bauteil, auch wenn es die gleichen sind. Ja, hier noch als letztes Teil der Aggregateträger. Ist beim 996 und beim 997 fast identisch. Beim 996 kommt der Anschluss hier oben raus, beim 997 kommt er hier unten raus. Ist bei beiden das gleiche Auto, auch, ne, wie man sehen kann,
die werden lose, der Kleber bricht, fällt raus, undicht, ist doof. Also wir holen die raus, werden poliert. Ne? Ich wollte das nur einmal veranschaulicht haben, deswegen ist er hier noch nicht eingeklebt. Ne? Man denkt jetzt, oh, das ist so einfach, ich ziehe die da mal eben raus. Nein, also ich kann es nicht empfehlen, es jemand machen zu lassen, der es noch nie vorher gemacht hat, weil in der Regel sind danach diese Anschlüsse kaputt. Diese Anschlüsse gibt es bei Porsche nicht einzeln. Wenn ein Anschluss kaputt ist, heißt es neue Konsole kaufen. Oder es gibt im Internet mittlerweile Hersteller, die das anbieten, die wollen aber für so einen Satz Anschlüsse, ich glaube, um die 800 € haben. Was, finde ich, völlig daneben ist, weil das sind so komische Blechröhrchen. Das ist jetzt ja kein Hexenwerk. Naja, also lasst es nicht von jemandem machen, der es noch nie gemacht hat, weil in der Regel geht es danach nämlich kaputt. Und dann hat man die Scheiße nämlich richtig am Dampfen. Dann wird sowas nämlich gerne einfach hier mit Metallkleber oder irgendwas eingeklebt und dann hast du ein Rohr, was irgendwo einen Haarriss hat. Ne? Dann ist der Metallkleber nicht dicht, dann läuft alles raus, du hast die ganze Arbeit bezahlt, dann ist alles zusammen und es muss wieder alles auseinander. Richtig kacke. Ja, ich glaube, das war es eigentlich erstmal im Großen und Ganzen zum Thema 996 Turbo Revision. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was du noch sagen willst? Ich glaube sonst nichts. Nockenwellen, genau, weil bei Nockenwellen haben die Autos eigentlich wenig Probleme. Ich kann mal eben eine holen. Das hier gibt es noch eine Sache, das muss ich noch einmal zeigen. Es gibt ja beim 997 das Problem mit diesen Hülsen in der Nockenwellen, die sich verdrehen und dann gibt es keinen Öldruck mehr. Beim 996 Turbo gibt es ein ähnliches Problem. Und zwar, man sieht, hier sind diese Ringe drauf. Ne? Die haben ja auch ganz schön viel Vorspannung. Ne? Ich kann die zwar mit den Fingern gerade fast ganz zusammendrücken. Ne? Das Problem ist dadurch, dass sie so doll Vorspannung haben, drücken die sich nach außen über diese Hülse, die hier drüber sitzt. Und dann schleifen die sich ein in dieser Hülse, dann arbeiten die sich ganz doll ab und dann verlieren die irgendwann ihre Vorspannung, weil die dünner werden und dann brechen die einfach durch. Und dann hast du diesen Öldruck nicht mehr in den jeweiligen Kammern, sondern der kann einfach hin und her. Ja, und damit kann der Versteller da nicht mehr arbeiten. Der kann da nicht mehr von Anschlag zu Anschlag fahren. Funktioniert nicht, weil er keinen Öldruck mehr aufbauen kann. Das ist auch eine Sache, muss immer kontrolliert werden. Ja, ich glaube, das war's. Was anderes fällt mir nicht mehr ein. Ach, doch, eine Sache haben wir noch. Das kannst du mal zeigen. Da vorne unsere schöne Tüte, die da nämlich noch liegt. Ah ja, genau. Wir haben ja auch noch unser schönes Chromatierpaket. Das heißt, alle Anbauteile, die jetzt nicht aus Alu sind, die dann vorher schön zugerostet sind, bauen wir einmal aus. Wenn es nötig ist, wenn die Oberfläche komplett zerstört ist, strahlen wir die auch noch einmal, dann schicken wir die zum Chromatieren. Und dann hat man auch vor allem erstmal für die nächste Zeit auf jeden Fall nicht das Problem, dass das Ding wieder anfängt zu korrodieren. Das ist ja wirklich eine Beschichtung. Das geht jetzt ja auch nicht so weit einfach ab und das macht das Teil auch einfach haltbarer. Plus natürlich noch ein schöner Vorteil, es sieht auch einfach richtig geil aus, wenn man dann am Ende so einen kompletten Motor, ich glaube nachher können wir auch nochmal Vorherbilder reinschneiden. Also vorher haben wir wirklich einen komplett zersifften Motor mit alles halt Serie und dann am Ende haben wir halt einen Motor, der größtenteils von außen so aussieht und dann noch mit goldenen chromatierten Teilen und mit goldenen Schrauben ist. Sieht natürlich auch ganz schick aus und ja, dann sieht man auch wenigstens von dem ganzen Tuning, was im Motor steckt. Wir könnten das auch alles so machen, dass es so aussehen würde. Das würde auch alles funktionieren. Das wäre auch alles genau im gleichen Zustand erstmal. Ja. Sieht natürlich aber nicht dann aus nach 1000 PS oder ja, nein, und das Ding ist jetzt ja auch, du als Kunde investierst ja auch viel Geld für so eine Motorrevision. Also die Arbeitsstunden sind ja enorm, die wir aufwenden und Materialien. Dementsprechend wird die ganze Sache auch teuer. Und ich finde, wenn du so viel Geld dafür bezahlst, dann willst du das ja auch irgendwie sehen. Wo ist das ganze Geld hin? Wenn du nichts sauber machst, wir können das alles so Sandstrahlen und alles halt so Larifari machen. Geht auch. Ist, finde ich, aber nicht im Sinne des Erfinders. Weil der Kunde bezahlt viel Geld und will das später ja vielleicht auch irgendwann das Auto ja auch mal gut verkaufen. Ne? Und durch solche Kleinigkeiten erhält der Wagen einfach seinen Wagenwert oder man erhöht ihn sogar. Ne? Und das, finde ich, sind coole kleine Gadgets, die am Schluss so eine Sache am Schluss rund machen. Ja. Aber weil man muss sagen, die Halter sehen zum Teil echt schlimm aus. Also wenn man so einen Motor zerlegt und du hast dann nur so rostige Teile in der Hand, das macht auch keinen Spaß, das später wieder zusammenzubauen. Ja, tut auch ein bisschen im Herzen weh, wenn man dann eben einen komplett revidierten Motor hat und dann schraubt man am Ende einen komplett wirklich. Genau, hast dir da so viel Mühe gegeben, ne? Hier Motor alles gestrahlt, alles schön sauber macht und dann schraubst du da so einen rostigen Halter dran. Das ist doch voll doof. Ist halt Käse, ja. Ja, ich glaube, das war es erstmal zum Thema Revision, Instandsetzung. Wir haben sonst ja auch schon mal andere Videos gemacht über 1000 PS, 1200, 1400 PS, Thema 996. Also falls euch das interessiert, guckt euch gerne eins der anderen Videos an. Falls ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen fürs nächste Video, auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich bei dir, dass du mit vor die Kamera gekommen bist. Ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tausch gegen neue. Ne? Fühlt sich gerade echt an wie die langsamste Hebebühne der Welt. Ist sie auch. Jetzt hört ihr. Ne? Das ist nicht glatt. Bitte. Kein Leser.